begeben wir uns auf Reisen in bisher ungedachte Dimensionen der Geschichte der Menschen und der Götter. Willkommen bei Ex Mystica. Mein Name ist Pierre Dietz und ich führe Sie durch diese Sendung. In dieser Episode suchen wir die vermutlich wahre Quelle der Donau. Die Römer nennen den Fluss Danubius. Volkssprachlich und in der Literatur ist Danuba gängig und erscheint so bei einigen Autoren und in Stein gemeißelten Inschriften. Diese Begriffe gelten für den gesamten Verlauf von der Quelle im Südwesten bis zum Übergang in die Unterläufe. Ister ist die ältere griechische Benennung. Diese Bezeichnung ist in der Antike ab der Porta Ferra, dem Eisernen Tor in Serbien, gängig und gilt im Gebiet Moesia bis zum Pontos, heute Schwarzes Meer genannt. Heute sind 4 Orte in der Diskussion um den von den Römern festgelegten Ursprung der Donau. An erster Stelle steht die Breckquelle in Furtwangen in Deutschland, denn das ist der höchstgelegene Ort und somit hydrologisch gesehen der plausibelste Ursprung. Die Brigachquelle bei St. Georgen ist ein zweiter Zufluss, der sich mit dem Breck vereint und ab Donaueschingen die moderne Donau bildet. Eine weitere für die Römer eher relevante Quelle ist der Donaubach im Karstgestein bei Aach, ebenfalls in Deutschland. Ein kleiner Logikfehler liegt bei den bisherigen Betrachtungen vor. Für römische Maßstäbe ist ein Fluss ab dem Punkt relevant, da der Abschnitt militärisch und für den Warenverkehr nutzbar ist. Woher das Wasser kommt, ist dem Strategen und dem Händler schlicht egal. In meinem Film über Julian II. Bin ich auf eine zu hinterfragende Ungereimtheit gestoßen. Julian II. Hält sich in Vienne in Frankreich auf. Constantius Null erfährt von der Ernennung des Julian II. Zum Augustus und ist außer sich vor Zorn. Für den Senior Augustus ist das ein klarer Fall von Usurpation und dieser zieht mit seiner Armee von der Grenze zum Partherreich in Richtung Gallien ab. Julian II. Erfährt von den Absichten des Constantius Null und schreitet dem übergeordneten Feldherrn entgegen. Nach seinem Marsch durch Raetia kommt Julian II. An die Quelle des Danubius. Aus meiner Sicht macht alleine der Umweg von Vienne in Richtung Sirmium, das ist heute Sremska, über den Schwarzwald keinen Sinn. An der Donauquelle lässt Julian II. Schiffe bauen und fährt mit 3000 seiner Elitekrieger den Fluss stromabwärts. Mit Rudern, den Fließgeschwindigkeiten des Wassers und Rückenwind durch die Etesien, dem Westwind an den Hundstagen im August, ist Julian II. 11 Tage später in Sirmium. Die Strecke von Donaueschingen nach Sremska beträgt rund 1100 Kilometer. Bei einer angenommenen Reisegeschwindigkeit von 10 Kilometern pro Stunde ergibt sich eine Reisezeit von rund 15 Tagen. Daher bringe ich die Donauquelle von Lienz ins Spiel. Von Vienna führt der aus Sicht der Römer direkte Weg nach Sirmium über die Alpen. Julian II. Kommt nach der Durchquerung von Raetia an die Donauquelle. Ich interpretiere das Per in dem Text des Ammianus Marcellus mit einem Durch, da der Autor sonst ein In verwendet hätte. Heute treffen dort die Isel und der Drau aufeinander. Ab hier ist der Fluss schiffbar. Die Drau mündet heute sprachlich gesehen in der Donau. Zur Zeit der Römer fließt der Dravus Baljemach in Kroatien weiter und ergießt sich nicht in den Fluss aus dem Norden. Dieser Zufluss scheint für die Römer belanglos zu sein und ist daher vermutlich nur lokal benannt. Von Lienz ist die Strecke nach Sirmium nur etwa 650 Kilometer lang und reduziert die Fahrzeit auf die genannten 11 Tage. Die restlichen 10.000 haben den Befehl, nach Sirmium zu marschieren. Trifft meine Vermutung zu, so zerbricht das Schwarzwald-Narrativ und die bisher angegebene Fahrstrecke ist zur Zeit der Römer durchaus durchführbar. Ich hoffe, dieser Beitrag der Ex Mystica hat Ihnen gefallen. Ich freue mich über Ihr Abo dieses Kanals. Bis zur nächsten Sendung. Ihr Pierre Dietz.